Wir trainieren gemeinsam heute locker, weich und schöner Trompete zu spielen. Du brauchst dafür deine Trompete, natürlich auch dein Mundstück. Das steckst du dir am besten aber gleich mal in deine Hosentasche, denn hier kannst du schon mal temperieren. Und dann brauchen wir entweder dein Mundrohr der Trompete, dafür gerne den Stimmbogen dann abziehen. Oder du schnappst dir ein Stück Schlauch für intensives Training oder einen etwas dickeren Strohhalm oder eben das Zwischenstück von einem Kugelschreiber. Wenn du sowieso gerade einem aussortieren bist, dann nimm das Röhrchen in der Mitte, wo normalerweise die Mine sitzt, denn das ist für unser Training auch sehr gut geeignet. Also, wir starten Schritt für Schritt gemeinsam und du wirst sehen, mit dem Übertrag später aufs Instrument wird sich dein Trompetespielen wesentlich angenehmer, lockerer und dein Ton auch wesentlich schöner anhören. Also, schnapp dir eins deiner Trainingsgeräte und los geht's. Wir machen die Übung 5-mal. Ich nehme jetzt mal dieses Zwischenstück vom Kugelschreiber und ich atme ein. Aufpassen, nicht bis ins Maximum, denn wenn ich das mache, dann ist alles hier eng. Also, du siehst, wir brauchen diese Enge nicht, sondern wir brauchen dieses Natürliche. Und dann atmen wir insgesamt 5-mal durch unser Trainingsgerät aus. Los geht's. Jawohl, 5-mal erledigt. Wieso 5-mal? Wir kommen hier ins Training. Unser Körper gewöhnt sich an dieses Gefühl, auf diese Art und Weise Luft aus dem Körper zu bringen. Und wie schon gerade eben erwähnt, ausatmen. Das heißt nicht rauspressen, sondern auch ausatmen. Und wenn dir etwas schwummrig geworden ist, nutzen wir gerade hier die paar Sekunden, indem ich dir was erkläre, um eben wieder etwas klarer zu werden und damit wir eben uns auch auf die nächste Übung konzentrieren müssen. Die nächste Übung ist nicht schwer. Wir lockern unsere Lippen. Das Ganze auch wieder 5-mal. Das heißt, ich mache etwas meinen Ansatz. Du kannst auch gerne den Finger zum Beispiel mal an die Lippen setzen. Da kann man den Ansatz schon ganz gut formen. Und wir pusten jetzt Luft gegen unsere geschlossenen Lippen. Also nochmal Position. Jawohl, auch wieder 5-mal. Sollte das nicht klappen mit dem Lippensummen bei dir, kannst du einen Trick nehmen. Und zwar, wenn du ein Mundstück nimmst zum Beispiel, ansetzen, und man formt automatisch einen Ansatz. Beibehalten und dagegen pusten. Das heißt, du suchst dir sozusagen deine Ansatzmaske mit dem Mundstück, hältst diese bei und dann pusten. Und dann sollte es auch bei dir gehen. Wenn es nicht klappt, ist es meistens der Fall, dass man zu sehr anspannt und dementsprechend natürlich unser Lippenmaterial zu fest ist und nicht geschmeidig schwingen kann. Also, das war Schritt Nummer 2. Nochmal zur Erinnerung. Arbeiten bzw. pusten durch dein Röhrchen, Mundrohr und dann Lippensummen. Du hast gemerkt, das war jetzt kein hoher Ton, das war so die Mittellage. Und letztendlich geht es jetzt darum, dass wir das Gefühl auf unser Instrument übertragen. Also Mundstück aus der Hosentasche, das sollte jetzt eigentlich, jawohl, eine schöne, angenehme Temperatur haben. Und dann gehen wir zu unserem Ton G1 und spielen auf die gleiche Art und Weise wie gerade eben. Luft natürlich ins Instrument. Konzentriere dich immer auf dieses nach außen bringende Luft.
hier immer 5-mal. Na, das war jetzt so im Mezzoforte bis Forte-Bereich, nicht drüber hinausgehen. Ganz, ganz wichtig. Wenn du merkst, es ist Verspannung da, dann geh gerne auf einen tieferen Ton, also auf das tiefe C exemplarisch. Und lass hier die Luft nach außen fließen. Übertreib's nicht. Achte auf einen offenen Hals, deswegen auch diese Trainingsgeräte, wenn du merkst nämlich, der Hals ist hier immer offen. Sobald ich einen Strohhalm zum Beispiel benutze, der Hals ist dicht eng, der macht auf, der Kehlkopf geht auf. Und beim Trompetespielen ist es eben wichtig, dass wir das Gleiche dann auf unser Instrument übertragen. So, und jetzt liegt es an dir. Lange Töne spielen, gebundene Phrasen spielen und immer dran denken an dieses Luft nach außen fließen lassen. Und dann wirst du immer merken, okay, es ist nicht mit Druck oder Pressen getan, sondern ganz im Gegenteil. Wir bauen unser Trompetespielen immer auf der Atmung, auf dem Luftfluss, auf dem nach außen bringen und nach innen bringen der Luft auf. Dann haben wir schon mal einen super Klang. Es klingt angenehm, es ist nicht zu leise, es ist nicht zu laut, sondern absolut mittlere Lautstärke. Und danach gehen wir eben in die Bewegung. Danach kommt Zungenanstoß etc. pp. Aber immer mit der Prämisse, Luft natürlich nach außen bringen. Und dementsprechend dann der Übertrag aufs Instrument. Lass dir damit Zeit, mach die einzelnen Schritte vielleicht nicht ganz so schnell, sondern etwas langsamer und bedacht. Und wenn dir schwindlig werden sollte währenddessen oder schwarz vor Augen, immer eine kurze Pause. Mach das Training vielleicht auch erstmal im Sitzen, dann hast du sowieso schon mal eine Stabilität in Sachen Schwindel und danach kannst du es letztendlich auf alle anderen Situationen übertragen. Ganz egal, ob Üben, ob Orchesterprobe oder letztendlich Konzert, achte immer darauf, dass es natürlich wird, ohne Blockaden funktioniert und somit wirst du lockerer, leichter und schöner Trompete spielen können. Ich wünsche dir mit dem Trompetentraining viel Erfolg. Schreibe gerne in die Kommentare, welche Übungen du machst, denn letztendlich können wir nur voneinander profitieren, wenn auch ein Austausch passiert. Und gerne am Ende von diesem Video noch ein Like und Abo da lassen. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetentraining. Bis dahin, ciao, euer Nico.